In diesem Video geht es um die Steuerung Smart 2.0 für die Tetrix-Schweißgeräte. Die Smart 2.0 ist sehr übersichtlich gestaltet und zudem sehr einfach zu bedienen. Sie wurde auf die wichtigsten Funktionen begrenzt. Dadurch ist sie auch für WIG-Anfänger geeignet. Die auf der Bedienoberfläche nicht dargestellten Schweißablaufparameter können im Expert-Menü der Steuerung verstellt werden. Durch das Klicken der Links- oder Rechtstaste können wir die Schweißablaufparameter anwählen. Durch kurzzeitiges Klicken der Mitteltaste kann auch mit dem Drehrad links oder rechts verstellt werden. Durch erneutes Drücken der Mitteltaste können die Parameter hoch oder runter eingestellt werden. Auf der linken Seite können wir wählen zwischen 2- und 4-Takt oder Spot-Arc und Spotmatic. Bei dieser Steuerung gibt es die Mittelwertpulsfunktion. Auf der rechten Seite kann gewählt werden zwischen WIG oder E-Handschweißen. Wenn du eine AC-Anlage hast, befindet sich darunter die Taste zum Wechsel zwischen DC und AC. Mit den verschiedenen AC-Stromformen wie Sinus, Trapez oder Rechteck. Die Charakteristik des AC-Stromes kann digital auf der Bedienoberfläche der Schweißablaufparameter verstellt werden. Neben der linken Anzeige wurde eine Gastest-Taste verbaut. Neben der rechten Anzeige können wir die Einheit von Volt auf Kilowatt verstellen. Das ist von Vorteil beim Schweißen nach WPS. Durch langes Drücken der Mitteltaste gelangt man ins Expert-Menü. Dort können die auf der Oberfläche nicht dargestellten Schweißparameter verstellt werden und die HF-Zündung ein- oder ausgeschaltet werden. Eine ausgeschaltete HF-Zündung erkennt man durch Aufleuchten des HF-Symbols unterhalb der linken Anzeige. Das war die Vorstellung der wichtigsten Funktionen der Smart 2.0.